Hi Leute, ich bin Geronimo, 22 Jahre alt und habe jetzt vor kurzem die coole Chance bekommen, schon mal im Vorhinein von Heidecke neue Produkte testen zu können. Und zwar das Streuhaar. Das ist sozusagen der Vorstep zu einem Haarsystem. Also bevor ihr euch zu sowas Großem entscheidet, wenn noch genug Haare vorhanden sind, dann kann man mit sowas arbeiten. Habe ich auch gerade drin. Da würde ich euch gerne noch ein paar Tipps mitgeben und jetzt viel Spaß bei dem Video. Also bei der Anwendung von dem neuen Hey Fill gibt es ein paar Sachen, die zu beachten sind. Zum einen sollte das Haar auf jeden Fall trocken sein und trotzdem so ein bisschen vorgestylt. Ich habe das für mich immer so gemacht, ich habe morgens geduscht, danach die Haare geföhnt und dann habe ich zuerst gefrühstückt, damit ich auch sicher bin, dass die Haare komplett trocken sind. Und dann kann man das super machen. Es dauert, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dauert das Ganze so 5-6 Minuten, dann seid ihr eigentlich fertig und könnt direkt so in den Tag starten. Wenn ihr das Produkt ganz neu bekommen habt, dann kann es sein, dass wenn ihr das die ersten Male anwendet, dass beim Streuen immer weniger rauskommt. Da dann einfach, wenn ihr zwischendurch streut, zwischendurch absetzen, wieder neu streuen. Das hängt damit zusammen, dass es relativ hoch gefüllt ist. Dann würde ich euch auf jeden Fall immer empfehlen, die Anwendung über dem Waschbecken zu machen, weil es ist so, dass diese kleinen Haarpartikel sich definitiv durch die Luft verteilen. Und wenn ihr das über dem Waschbecken macht, habt ihr nicht so viel zu befürchten. Dann einfach danach das Waschbecken sauber machen, gibt keine Rückstände, alles wunderbar. Aber auf jeden Fall über dem Waschbecken machen. Ich starte meine Anwendung immer mit diesem Applikator. Den kann man ganz simpel auf das Produkt draufschrauben. Das wird, wenn es neu ist, mit dem normalen Applikator gemeinsam geliefert und den könnt ihr einfach raufschrauben und der hat den Vorteil, dass man mit diesem Schraubapplikator auf jeden Fall genauer ist. Das ist nicht so großflächig und das ist gerade bei der Anwendung im vorderen Bereich total super. Man sieht es im Spiegel sehr genau, man kann die Haarlinie damit super ziehen und das würde ich auf jeden Fall am Anfang machen, weil man natürlich eine gewisse Menge an Luft rauspustet und dadurch auch die Haare wegpustet. Da muss man sich am Anfang ein bisschen rantasten, wie viel Abstand man zum Kopf haben muss und so. Aber das ist für vorne super geeignet und ist total genau. Also wenn ich durch bin mit dem vorderen Bereich, dann schraube ich den einfach wieder ab, lege ihn irgendwo an die Seite, nehme mir den normalen Applikator wieder und drücke ihn einfach drauf. Ganz simpel der Wechsel, kann nichts bei schief gehen. Und ich gehe dann im Grunde genommen von vorne nach hinten in groben Reihen über meine Haare drüber. Auf die Art und Weise habt ihr erstmal eine sehr gute Grundlage. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn ihr nur punktuellen Haarausfall habt, braucht ihr das natürlich nicht machen, sondern macht es nur an der Stelle, wo es für euch wichtig ist. Aber grundsätzlich würde ich das immer in diesen groben Reihen zuerst machen. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich Fotos von meinem Kopf mache und dann sehe, wo muss ich noch 1-2 Stellen ausbessern. Und für dieses Ausbessern ist es eine super Empfehlung, einfach einen Spiegel zu nehmen, sich dann mit dem Rücken zu dem Wandspiegel zu setzen, einen kleinen Handspiegel zu haben, den so ein bisschen drehen zu können, vielleicht auch im Sitzen oder Stehen, wie es für euch besser ist. Und dann einfach punktuell an den Stellen, wo ihr vorher jetzt bei den Reihen noch nicht rangekommen seid, einfach ein bisschen ausbessern. Gerade für hinten total wichtig, weil man das ansonsten gar nicht einsehen kann. Und dann geht das aber total schnell und ist auf jeden Fall in 5-6 Minuten fertig und man ist startklar für den Tag. Falls ihr euch wundert, wie das ganze Produkt überhaupt funktioniert, das sind im Grunde genommen wirklich kleine Fasern, die sich statisch an die noch vorhandenen Haare heften. Deswegen ist es auch wichtig, dass eine gewisse Menge an Haaren noch vorhanden ist. Da kann man sich super beraten lassen, wenn die Haare nicht mehr vorhanden sind. Deswegen ist es dieser Vorstufe zu einem eventuellen Haarsystem, das später kommt. Und die heften sich dann ran, dadurch wirken die Haare etwas dicker und voller und man hat eben am Ende das Ergebnis, dass die kahlen Stellen überdeckt werden. Damit diese Fasern dann aber auch für den Tag über fixiert sind, egal was auf euch zukommt, ob es nun Wind ist oder starke Sonne, geht man einmal mit Haarspray aus etwas Abstand rüber, sodass es auf jeden Fall fixiert ist, alle Stellen einmal erreicht sind. Und was ich dann am Ende immer noch mache, ist, man hat auf jeden Fall so ein paar kleine Fasern, die sich auf der Stirn ansammeln und da gehe ich mit einem Q-Tip, den ich leicht nass mache, gehe ich einmal die Haarlinie entlang, wasche den zwischendurch wieder aus und nutze den weiter. Und damit kann man die Haarlinie perfekt machen, sodass es wirklich eigentlich nicht mehr sichtbar ist, dass man das Produkt angewendet hat. Und im Laufe des Tages gibt es so 1-2 Sachen, die natürlich zu vermeiden sind. Das Produkt ist auswaschbar, das heißt Starkregen ist auf jeden Fall, dann läuft es euch durchs Gesicht. Das sollte also vermieden werden. Also am besten immer einen Schirm dabei haben oder im Zweifel mal eine Cap oder so. Und Nieselregen ist allerdings nicht wirklich ein Problem. Wenn ihr da nur 5 bis 10 Minuten durch Nieselregen lauft, dann hat das überhaupt keine Auswirkung. Das hängt wahrscheinlich auch viel an dem Haarspray. Da benutze ich das Firm Perfection von Heidecke.
damit auch wirklich fixer Halt da ist und ich mir keine Sorgen machen muss, dass tagsüber irgendwas schief geht. Und wie gesagt, damit habe ich bei Nieselregen bisher noch keine Probleme gehabt, sofern ich denn nicht längere Zeit im Regen unterwegs war. Dann ganz wichtig für den Alltag: hat man am Anfang ganz normal, muss man sich abgewöhnen, man darf nicht mit der Hand durch die Haare gehen. Auch das ist, denke ich mal, selbsterklärend. Ansonsten zieht ihr euch da Strähnen raus, sorgt dafür, dass Löcher in dem Look sind. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, man gewöhnt sich aber schnell dran. Spätestens nach 3-4 Tagen hatte ich da keine Probleme mit und mir ist das gar nicht mehr passiert. Und ich mache es tatsächlich auch häufig so, dass ich sogar mit dem Produkt schlafe und dann ist es so, dass man am nächsten Tag die Haare so ein bisschen auf dem Kopfkissen hat. Das lässt sich super rauswaschen, ist gar kein Problem und meist ist es sogar recht wenig. Lässt sich dann einfach ausschütteln. Dann geht ihr morgens einfach nur kurz an den Spiegel. Wenn ihr 1-2 Stellen vielleicht seht, bessert ihr das aus. Das dauert 10-20 Sekunden. Dann müsst ihr das Produkt sogar nur alle 2 Tage anwenden. Habe ich super Erfahrungen mitgemacht. Also ich habe, seit ich 14 bin, mit Haarausfall zu kämpfen gehabt und als ich jetzt vor 2-3 Monaten von Heidecke diese Lösung bekommen habe, wo ich erstmal ein bisschen mit rumprobieren konnte, gerade mit der Zeit, ich war überglücklich mit den Ergebnissen. Wie ihr auch seht, im Grunde genommen sieht man wirklich nichts. Ich habe mit Leuten face-to-face gesprochen, die mich lange kennen, denen das im Grunde genommen gar nicht aufgefallen ist, die selbst, als ich ihnen dann erzählt habe, dass es so ist, nicht wussten, wie es funktioniert, nicht erkannt haben, was das für ein Produkt ist. Und deswegen muss ich echt sagen, gebt dem Ganzen vielleicht einfach mal eine Chance, probiert das aus. Es ist eine super Vorstufe, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man sowas wie eine Transplantation oder ein Haarsystem machen will, was alles verhältnismäßig große Schritte sind. Probiert das doch einfach mal aus. Meine Empfehlung gibt es da auf jeden Fall. Die Produkte gibt es in sehr vielen verschiedenen Farbtönen. Da gibt es natürlich dann auch mal die Möglichkeit, dass es nicht perfekt euer Farbton ist. Bei mir zum Beispiel, ich benutze mittelbraun und dunkelbraun und mische das so ein bisschen, je nachdem. Auch bei vielen Leuten kommt es ja auch ein bisschen drauf an, ob wir jetzt gerade im Sommer sind, die Sonne, dann sind die Haare vielleicht ein bisschen heller. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten ohne Ende, da kann man sich selbst mal ein bisschen ausprobieren. Und da sieht man dann eigentlich super, welche Farbe für einen selbst geeignet ist oder vielleicht welche beiden Farben, wie man das mischen kann, was vorne oder hinten besser passt und so weiter. Falls ihr jetzt Bock auf das Produkt habt und das kaufen wollt, das gibt es natürlich im Heidecke Online-Shop oder hier vor Ort im Laden. Und jetzt wünsche ich euch einfach ein schönes Wochenende, denkt mal drüber nach und vielleicht sieht man sich hier mal.